Irgendwann hatte ja bestimmt jeder mal so den Kindheitstraum, mal Busfahrer zu werden, zumindest für eine gewisse Zeit. Und ja, den kann ich mir jetzt so ein bisschen erfüllen. Also es macht schon Spaß. Wir sind Leon und Sophie, wir sind 25 Jahre alt und hinter uns seht ihr unseren Bus Willi. Das ist unser ausgebauter Überlandbus. Genau, wir haben Willi vor ungefähr einem Jahr bekommen und angefangen auszubauen und wir zeigen euch heute einfach mal, wie er von innen aussieht und wie so der aktuelle Stand ist. Willi ist ein Überlandbus, Baujahr 2007, ein Iris-Bus von Iveco. Und der war ursprünglich in Frankreich als Schulbus eingesetzt, wurde dann 2024 von einem Bushändler nach Kehl gebracht. Und da habe ich ihn dann angeschaut und dann auch gekauft, Ende 2024. Genau, damals war er noch komplett als Schulbus ja, eingerichtet mit allen Sitzplätzen, knapp 60 Sitzplätze, überall noch Kaugummis dran und sowas. Und genau, das war dann die erste Aufgabe, da einmal alles rauszuholen und den ganzen Dreck rauszubekommen und sowas. Das ist ja der Vorteil an so einem Überlandbus, dass der Gepäckfächer hat und das haben wir uns natürlich zu Nutzen gemacht, um da so ein bisschen die Technik, Tanks und auch ein bisschen Stauraum reinzubekommen. Wir haben hier auf der Seite erstmal einen Stauraum, also hier ist erstmal nur das aktuelle Werkzeug von mir drin, weil wir noch nicht ganz fertig sind mit dem Ausbau. Dann haben wir einfach weiter. Da sind normalerweise unsere Campingmöbel und auch unsere E-Scooter drin. Da wir mit dem Bus jetzt nicht direkt in die Stadt fahren können, haben wir da immer noch irgendwas, damit wir auch mobil sind am Endort dann und ja, da auch die Möglichkeit haben, schnell irgendwo hinzukommen. Also ich glaube, unsere Familie und Freunde, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Also wo ich erzählt habe von dem Bus, ah ja, okay, ja, irgendeinen Bus umbauen und so. Und dann hat man schon gemerkt, so die erste Reaktion, wenn dann der Bus kam, ach so, okay, doch so ein großer Bus. Also es war dann, die Vorstellung ist überhaupt nicht da gewesen. Und was man auch alles mit dem Bus machen kann, das kam dann schon erst Schritt für Schritt, wenn sie den Bus auch wirklich anschauen. Aber ja, ich glaube, es war überhaupt nicht greifbar, wo wir es dann so erzählt haben, was der Plan ist. Und, aber natürlich auch super Begeisterung. Die meisten wollen auch direkt am liebsten mitfahren. Also auf die Idee, so einen Reisebus umzubauen, kam ich persönlich schon vor ein paar Jahren. Ich habe das irgendwann mal irgendwie auf YouTube gesehen und irgendwie hat sich das so im letzten Jahr so ein bisschen hochgeschaukelt und die Idee wurde dann immer präsenter und greifbarer und dann habe ich schon angefangen, Skizzen in meinem Kopf zu machen und mit dir zu besprechen und dann hatten wir gefühlt schon einen Plan, aber noch keinen Bus. Und dann ja, habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe dann auch festgestellt, dass so gebrauchte Reisebusse und Überlandbusse gar nicht so teuer sind, wie man immer denkt. Ich konnte das praktisch bei einem ja, Bekannten aufs Grundstück stellen. Da gab es dann auch eine Werkstatt und da konnte ich dann ja, auch die Werkzeuge nutzen. Hatte ein bisschen Platz auch für größere Anlieferungen mal oder sowas, wenn irgendwie Holz irgendwie ankam oder so. Dann würde ich euch jetzt den Bus von innen zeigen. Dann fangen wir hier direkt mal an. Hier sitzt immer Leon und fährt. Führerscheinmäßig braucht er da Klasse C, also ein LKW-Führerschein. Hier ist ein Tablet, wo er auch Außenkameras hat, wo er immer ganz gut sieht, auch von hinten, wo er immer ist und Google Maps und ist da auch aufgerufen. Ansonsten haben wir hier auch noch einen Vorhang zum Verdunkeln, dass hier vorne alles komplett zugemacht wird. Also sowohl den Vorhang hier als auch hier vorne haben wir noch einen, den wir auch immer komplett zuziehen können. Hier sitze ich immer. Hier ist sozusagen der Beifahrer
Und wir haben uns entschieden, 6 Sitze drinnen zu lassen. Also einmal hier unseren Esstisch mit 4 Stühlen und hier sozusagen 2, wo ich dann immer während der Fahrt sitze. Und dann sind wir immer mit unserem Kater Momo unterwegs. Der braucht natürlich auch einen Platz während der Fahrt. Da haben wir ihm hier eine riesen Box gemacht. Das ist eigentlich eine Hundebox gewesen und da fühlt er sich super, super wohl. Also er macht das richtig gut. Dann ist hier die Küche. Da haben wir hier, haben wir alles selber komplett gebaut. Hier ist Müll. Und hier oben sind auch noch Regale, wo unser ganzes Geschirr und alles drin ist. Das reicht uns eigentlich super aus, obwohl die Küche jetzt nicht so riesig ist. Haben wir alles da, was wir brauchen. Und wir haben auch noch eine Spülmaschine. Das war uns irgendwie echt wichtig, dass sie noch mit eingebaut ist. Und ein Induktionsherd mit 2 Kochfeldern. Das ist auch völlig ausreichend für die Küche. Dann geht es hier weiter mit unserem Kühlschrank. Also sowohl Kühlschrank als auch Gefrierschrank. Und unten noch Momos Essen und Trinken. Wir haben hier ziemlich genau 30 Quadratmeter Fläche, also ja, schon nicht so schlecht, größer als so manche Wohnung in der Innenstadt. Genau, uns war es auf jeden Fall wichtig, dass wir ja, so ein sehr offenes Raumgefühl haben. Deswegen wollten wir auch so wenig Fenster wie möglich irgendwie zumachen. Das ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen. Also damit sind wir ganz zufrieden. Dieses Beige-Gold, das hat uns irgendwie direkt gefallen. Also wir haben uns natürlich im Vorfeld andere Vans oder andere Umbaus angeschaut und irgendwie haben wir immer gemerkt, so vom Optischen her gefällt uns immer eher dieses Hellere und dass wir uns da eher wohlfühlen. Und daran haben wir uns dann einfach gehalten und haben probiert, es so durchzuziehen. Wenn man überlegt, wir haben beide keine Ahnung von Elektrik, von Wasser und alles, natürlich einfach mutig sein und einfach anfangen. Irgendwie klappt es schon, man kann sich Hilfe holen, man kann super viele Videos im Internet anschauen und am Ende, wenn dann alles steht, kann man stolz auf sich sein. Ich versuche mein Leben so minimalistisch wie möglich zu halten. Weniger Dinge, weniger Ablenkung, mehr Klarheit. Aber digital ist das gar nicht so einfach, denn unsere persönlichen Daten liegen auf hunderten Webseiten, gespeichert, verkauft, geteilt, ohne dass wir es merken. Diese Daten sagen alles über uns. Adresse, Beruf, Interessen, manchmal sogar Familienmitglieder und das meiste davon haben wir nie freigegeben. Genau da hilft Incogni. Incogni sucht automatisch nach deinen Daten bei Datenbrokern und beantragt deren Löschung, legal nach Datenschutzgesetzen wie DSGVO. Und das Beste, sie prüfen regelmäßig nach, damit die Daten nicht einfach wieder auftauchen. Das Coole ist, Incogni hat jetzt auch das neue Custom Removal Feature. Damit kannst du selbst auswählen, welche Art von Daten du entfernen lassen möchtest, zum Beispiel alte Social-Media-Profile, Marketingdaten oder Daten von bestimmten Webseiten. So hast du noch mehr Kontrolle darüber, was wirklich über dich im Netz bleibt oder eben nicht. Wenn du digital aufräumen und bewusster mit deinen Daten umgehen willst, dann hol dir deine persönlichen Daten von Incogni zurück. Nutze den Code PeaceLoveOM über den Link incogni.com/peaceloveom und erhalte 60% Rabatt auf den Jahresplan. Und du kannst den Service 30 Tage risikofrei testen mit Geld-Zurück-Garantie. Das ist die hintere Tür, die zeigen wir euch gleich auch noch von innen, aber von außen schon mal, da ist im Prinzip ein Boden eingebaut worden. Das heißt, die Tür ist jetzt so nicht mehr so zu benutzen, wie sie ursprünglich war. Da seht ihr noch die Treppe, wie sie ursprünglich eingebaut war. Und das ist jetzt so ein bisschen unsere Sitzgelegenheit. Also wir haben hier so ein Sitzkissen, können uns hier draufsetzen. Wir planen auch noch hier so einen Ausziehgrill zu installieren, dass wir ihn einfach hier rausziehen können und dann hier so ein bisschen direkt grillen können. Und auch so ein bisschen Stauraum noch unten drin. Genau. Und hier hinten ist der Motorraum, wie bei jedem Bus. Der Motor ist bisher so um die 550.000 Kilometer gelaufen. Für einen klassischen Pkw relativ viel, aber für so einen Überland- oder Reisebus tatsächlich noch ziemlich wenig. Die schaffen gut und gerne mal so 2 Millionen Kilometer oder sowas. Das heißt, gerade für Baujahr 2007 ist er noch ganz, ganz gut in Schuss eigentlich. Bisher vom Motor her hat er auch noch keine Probleme gemacht. Das ist natürlich alles deutlich teurer. Der Verbrauch ist deutlich höher als bei einem Mercedes Sprinter oder sowas. Die Steuern
ist deutlich höher, irgendwie, wenn man mal über eine kostenpflichtige Brücke in Schweden fahren muss oder sowas. Auch natürlich alles teurer als bei so einem 3,5 Tonner. Ein Reifenwechsel ist ziemlich teuer, TÜV ist ganz schön teuer. Also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein teures Hobby, aber es ist eben auch so ein bisschen dieses Einzigartige, so was eben auch so einen gewissen Reiz hat. Selbst wenn der Bus irgendwann dann nicht mehr funktioniert oder der Motor hinüber ist oder der Ausbau nicht so funktioniert wie geplant oder irgendwie es im Unterhalt einfach viel zu teuer wird, dann dachte ich mir, dann kaufen wir ein Grundstück, stellen da den Bus drauf und haben dann ein ganz großes Tiny House eigentlich sogar schon. Ja, das wäre so die Notfalllösung. Über die Zeit hat sich dann aber doch gezeigt, dass es doch auch Vorteile hat mit so einem Bus. Einmal natürlich der Platz, dann im Ausbau auch einmal, dass der Bus schon isoliert ist, standardmäßig. Also die Fenster sind doppelt verglast und die Seitenwände, die Decke ist alles schon isoliert. Man geht so ein bisschen unter, man kann überall stehen bleiben. Also theoretisch kann man auch einfach auf der Straße stehen bleiben, blöd gesagt, weil so ein Bus, der wird irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber das ist wirklich verrückt, dass Leute hier teilweise direkt vorbeilaufen und ihm so keines Blickes würdigen, so mehr oder weniger. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in so Busse praktisch nicht eingebrochen wird, wenn man jetzt nicht direkt erkennt, dass es Wohnmobil ist, weil die sind ja im Normalfall leer, wenn die auf einem Parkplatz stehen, da ist ja am Ende nichts drin. Genau, und diese Sicherheit kombiniert mit der Freiheit und der Platz, den man dabei hat, das ist schon ein gutes Gefühl, ja. Dann ist hier unser Wohn-Ess-Bereich bzw. unser Wohnzimmer. Die Couch hier, die kann man noch ausziehen. Also wenn dann wirklich mal irgendwie noch Freunde mitkommen oder so unterwegs, dann können die hier schlafen. Die kann man hier noch hochklappen und dann kann man hier eben schlafen. Oder auch für uns, wenn wir abends Fernseh schauen, dann ziehen wir die auch immer ganz gerne aus. Den Fernseher können wir auch noch drehen, dass man hier genug Sicht hat. Genau, und das ist unser Kater Momo, wenn er gerade schon sich vorstellen möchte, gell? Hast du jetzt gehört, dass es was zu essen gibt? Hier eben auch nochmal von drinnen die Tür, dass man sich hier quasi gut hinsitzen kann und nochmal rausschauen kann. Den Platz mögen wir auch sehr, sehr gerne. Und dann geht es weiter ins Bad. Hier haben wir massig Platz. Hier machen wir uns auch immer zu zweit fertig. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel Platz integriert. Und hier drinnen ist noch eine Waschmaschine, wo wir auch super gerne nutzen und wo wir auch irgendwie nicht weglassen wollten. Dann ist hier unten noch unser Badschrank, wo wir unsere ganzen Materialien drin haben. Und auch eine Dusche. Und natürlich auch Momos Katzenklo. Und wenn man sich einmal umdreht, beziehungsweise wenn man die Tür hier zumacht, dann ist hinten dran die Toilette. Das ist eine Häcksler-Toilette. Also bei Häcksler-Toilette wird alles klein geschreddert, sobald man halt auf Spülen geht. Es geht alles in den Tank rein und das kann man dann unten wieder rauslassen. Also es wird direkt gehäckselt, wenn man auf Spülen geht, zusammen mit Wasser. Also es kommt dann ein Brei quasi unten wieder raus. Warum wir uns für einen Bus entschieden haben und nicht klassisch für einen Van oder irgendwie einen Sprinter oder sowas umgebaut haben, ist tatsächlich, weil es mir persönlich gar nicht so um das Endprodukt ging, so ursprünglich, sondern eher eigentlich um den Prozess, um dieses Projekt, dieses Umbauprojekt irgendwie umzusetzen und da einfach nochmal neue Ideen auch zu bekommen und die umzusetzen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in diesen klassischen Vans so sich auch jetzt so über die Jahre so ein bisschen so Standards auch eingeschlichen haben, was ja überhaupt nicht verwerflich ist oder sowas. Das macht ja absolut Sinn. Aber ich wollte eher so mir mal selber Gedanken machen, wie man es macht und auch wenig Inspiration haben, um da irgendwie auch die Herausforderung zu sehen. Auf der Seite ist generell eher die Technik. Hier haben wir die Standheizung drin. Das ist eine Dieselstandheizung, die war schon so verbaut. Die ist im Prinzip mit dem Kühlkreislauf vom gesamten Bus verbunden. Das heißt, wenn der Motor läuft, ist es derselbe Kreislauf wie auch den die Standheizung benutzt. Und die bekommt es auch ziemlich schnell, ziemlich warm da drin. Ich glaube, die hat 12 bis 13 kW, so ganz genau weiß ich es nicht, aber da ist auf jeden Fall ziemlich schnell mollig warm im Bus. Wir haben hier
Einmal auf der Seite des Speichersystems, die Stromspeicher. Da haben wir aktuell 12 Kilowattstunden Kapazität, planen da aber mit noch einer Erweiterung. Auf dem Dach haben wir Photovoltaik und so kommen wir im Sommer auch gut und gerne mal unendlich aus, sage ich mal, und im Winter so 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie viel Sonne dann noch scheint. Wir haben 1,2 kW Photovoltaik auf dem Dach. Ja, wir haben unsere Wohnung noch. Wir haben jetzt auch noch keinen festen Plan, dass wir die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie kündigen werden oder so. Jetzt aktuell sind wir natürlich sehr viel unterwegs. Der Bus ist ja jetzt auch gerade mal seit, ich sag mal, Juni einsatzbereit und hat auch TÜV und sowas bekommen erst im Juni. Sodass wir da jetzt noch gar nicht so die Chance hatten, uns auch zu überlegen, ob das wirklich was wäre, da jetzt für immer drin zu leben oder zumindest für eine bestimmte Zeit. Gerade nutzen wir es einfach eher so ein bisschen als Wohnmobil. Wir sind natürlich ziemlich oft unterwegs und durch unsere Jobs, bei denen wir eben auch remote arbeiten können, sind wir nicht nur im Urlaub, sondern auch mal am Arbeiten unterwegs und ja, tasten uns da so langsam ran. Also ich bin im Innendienst tätig in einem Photovoltaikunternehmen und das spreche ich auch ab, dass ich da eben unterwegs bin. Also die wissen von dem Bus, die wissen, dass wir da immer unterwegs sind und das klappt eigentlich richtig gut tatsächlich. Also das Remote-Arbeiten, das ist mit Meetings, Telefonate, wird die Arbeit trotzdem erledigt. Von daher bin ich auch dankbar, dass es so funktioniert. Und ich bin im Management tatsächlich seit jetzt ein paar Monaten auch im selben Unternehmen wie Sophie, allerdings in einer anderen Abteilung. Und bin, ich sag mal, hauptsächlich so auch viel so mit IT und sowas habe ich zu tun. Und da ist es ja generell so gang und gäbe, da auch wirklich remote zu arbeiten. Ich denke, ein ganzes Jahr müsste man nochmal absprechen, dass man da wirklich kein einziges Mal irgendwie zur Teamfeier erscheint oder so. Aber so ein paar Wochen ist überhaupt kein Problem und dann vielleicht mal wieder einen Tag hin und dann wieder ein paar Wochen, das ist schon möglich und das wissen wir auch sehr zu schätzen, dass wir das so machen können. So, dann kommen wir zu unserem fast Lieblingsbereich und zwar unser Bett. Das ist 1,80 auf 2 Meter groß. Da haben wir auf jeden Fall massig Platz und auch die Sicht lieben wir halt rundum. Wenn man dann in der Natur ist, ist es wirklich traumhaft, dort aufzuwachen. Und man sieht natürlich, es gibt noch ein paar Sachen zu tun. Auch gerade die Decke, die ist noch nicht so, wie wir sie final tatsächlich haben wollen. Dann wollten wir auch noch ein kleines Highlight für Momo einbauen. Da haben wir unten unterm Bett ein kleines Loch für ihn integriert. Da hat er auch drin ein Bett, da schläft er immer nachts drin, da geht er ganz gerne rein. Da haben wir auch oben eine Kamera, wenn wir immer sehen, ob es ihm da unten gut geht oder ob er da schläft. Und auch wenn wir mal tagsüber unterwegs sind, oder sehen wir dann immer ganz gut, wo er gerade unterwegs ist im Bus. Genau, dann haben wir einen Kleiderschrank, zwar nicht so groß, aber für uns vollkommen ausreichend. Einmal eben so eine Kommode und eine Kleiderstange. Und auch unterm Bett haben wir auch noch Stauraum, das heißt, da kommen wir eigentlich auf jeden Fall super hin mit. Wenn es hier richtig heiß wird im Sommer und die Sonne reinknallt, dann haben wir hier eine Klimaanlage angebracht und dann machen wir auch die Vorhänge zu und dann ist es gar kein Problem. Also da haben wir wirklich zum Glück keine Probleme mit Hitze oder sonstiges, dass sich das hier hinten anstaut. Das funktioniert richtig gut. Wir waren uns gar nicht so sicher, ob man in dem Bus stehen kann, wenn man auf Höhe von den Sitzplätzen ist. Also die Busse haben ja normalerweise in der Mitte einen Gang und der ist ja doch nochmal ein gutes Stück niedriger als da, wo die Sitzplätze dann drauf sind. Man geht ja immer eine Stufe hoch und setzt sich dann hin. Deswegen hatten wir am Anfang auch so geplant, dass wir diesen Mittelgang im Prinzip auf der Ebene lassen. Und das wurde dann teilweise auch ein bisschen düster, wenn man dann auf der einen Seite die Dusche hätte und auf der anderen Seite die Toilette. Und in der Mitte hätte man keine Fenster und es wäre sehr eng geworden. Deswegen war uns dann auch noch, oder hat uns sehr gefreut, als wir den Bus dann bekommen haben, dass wir gesehen haben, man kann eben auch auf dem Podest, wo die Sitze drauf sind, auch noch gut stehen. Und dann haben wir eben den Mittelgang komplett überbaut. Da ist jetzt auch noch mal ein bisschen Stauraum noch für so sperrige Sachen drunter. Und das hat uns dann eben auch ermöglicht, dass wir hier wirklich alles auf einer Ebene haben. Hier haben wir das Filtersystem für das Frischwasser. Wir haben hier einmal so einen Vorfilter, so einen Partikelvorfilter, dann einen Nanofilter
und dann ein Aktivkohlefilter. Und hier hinter sind noch 2 UVC-Wasserdesinfektionsgeräte, sodass wir das Wasser tatsächlich ziemlich lange im Tank lassen können, das Frischwasser, und ja, trotzdem Wasser in Trinkwasserqualität aus dem Hahn bekommen und auch zum Duschen und sowas. Das hier sind die 2 Abwassertanks, einmal Grauwasser und einmal Schwarzwasser. Das sind jeweils 500 Liter. Und eins weiter haben wir den Frischwassertank. Das sind tatsächlich 1000 Liter, also ja, 1 Tonne Wasser, die wir da immer mit rumfahren. Und der wurde auch maßangefertigt und passt praktisch genau hier in die Gepäckfächer rein. Und damit kommen wir, da wir auch relativ viele Wasserverbraucher haben, sage ich jetzt mal, kommen wir damit so zwischen 2 und 4 Wochen aus, wenn der komplett voll ist. Und wenn wir jetzt hier Wasser einfüllen, dann dauert es schon mal vielleicht 2, 3 Stunden oder so, kann schon mal sein, ja. Je nachdem, wie viel Wasserdruck dann auch da ist. Gekostet hat das ganze Projekt bisher so um die 45.000 Euro, inklusive Bus. Also tatsächlich gar nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Gerade eben, da so ein gebrauchter Bus auch gar nicht so teuer ist. Also der hat ja, knapp ein bisschen über 20.000 Euro gekostet damals. Also ja, dafür, dass der neu irgendwie auch gut und gerne mal 300.000 Euro kostet, war das doch ein ganz guter Preis, fand ich. Und auch der Ausbau, da wir alles selber gemacht haben, war das hier nicht so teuer. Also wenn man bedenkt, dass so ein neues Wohnmobil schon auch mal 90.000 bis 100.000 Euro kosten kann, finde ich, bekommt man hier deutlich mehr fürs Geld. Also mir gibt es ein unfassbar Freiheitsgefühl. Also irgendwie das Gefühl, man kann jederzeit alles machen. Man kann jederzeit den Ort wechseln, man ist auf nichts angewiesen, man hat keine Termine. Also klar, wenn man arbeitet schon, aber man ist irgendwie so auch mit der Natur. Ich finde es krass, also wenn man hier so steht, obwohl man alles hier drin hat, und es hat ja wirklich, muss man auch sagen, nicht mehr so viel mit Camping zu tun, weil man hier drin ja wie ein Haus hat, wo man rumfährt, aber trotzdem geht man raus und ist sofort in der Natur. Ich finde, was mir extrem auffällt, dass sich unser Kater extrem wohlfühlt, wenn er immer rausguckt und sieht irgendwie immer einen anderen Ausblick, dass er da, und auch jeden Tag aufs Neue muss er irgendwas Neues erkundigen im Bus. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, habe ich eher das Gefühl, er ist schon wieder so, okay, schon wieder der gleiche Blick. Zusätzlich zur Dieselstandheizung haben wir auch noch eine Infrarotheizung, einmal hier oben. Und hinten auch noch eine Infrarot-Fußbodenheizung. Wir haben hier oben ein smartes Thermometer, hinten auch noch mal eins, sodass wir immer ganz gut sehen, wo ist es wie warm im Bus. Generell haben wir hier auch so eine Art Mini-Smart Home. Also wir haben einen Raspberry Pi mit Home Assistant drauf, mit Tür-, Fenstersensoren, Alarmanlage, dann eine smarte Temperatursteuerung, wenn es irgendwie zu kalt wird, dass da die Heizung angeht. Wenn genug Strom im Akku ist, ansonsten springt die Standheizung an. Genau, und eben auch, dass wir ja, auch immer sicher gehen können, dass Momo hier nicht zu warm oder zu kalt wird. Momo hat jederzeit immer irgendwelche Sachen, wo er hier entdeckt, also es hört nie auf. Irgendwie hat man das Gefühl, man wacht auf und dann ist er an irgendeiner Stelle, wo er noch nie war. Und dann dachten wir so, okay, was macht er da plötzlich? Und sonst probieren wir ihm halt ein schönes Leben hier zu machen. Also er hat hier super viel Auslauf, also auch im Bus, er rennt hier rum. Und in der Pause setzen wir ihn immer raus ins Gras. Wir bleiben zwar nebendran stehen, weil das halt nicht abhaut, klar, muss man schon schauen. Aber er ist auch nicht so schnell. Also wenn er weggehen möchte, können wir da super entspannt auch noch hinterhergehen und ihn nochmal einfangen quasi. Hier ist noch so ein Alkolog verbaut. In Frankreich ist es Pflicht und ja, bisher kam er noch nicht zum Ausbau, aber kann ja auch nicht schaden eigentlich, wenn man jedes Mal pusten muss. Ja, passt.
gucke halt wirklich komplett die kompletten Straßen ab. Also gibt es enge Straßen, gibt es Brücken, das kann man eigentlich ganz gut im Internet schon vorab einsehen. Das mache ich immer während er fährt, gucke ich schon, okay, wo können wir langfahren, wo nicht. Natürlich kam ab und zu mal auch eine Panne vor, wo du dann reinfährst und ich so, oh, war doch nicht so wie geplant. Da muss man halt irgendwie umdrehen. Natürlich, solche Situationen gibt es auch. Aber sonst ist es eigentlich meine Aufgabe, immer zu gucken, wo du langfahren kannst und wo die Plätze gibt. Öffentliche Parkplätze gibt es auch, Busparkplätze, gerade in Städten gibt es eigentlich überall einen Busparkplatz. Klar, manchmal muss man was zahlen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber sonst bedacht es halt einfach ein bisschen an Planung und ich würde es gar nicht so als großes Problem sehen. Ich glaube, man denkt, es wäre ein Riesenproblem, aber wenn man sich im Vorfeld damit ein bisschen auseinandersetzt, klappt es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, achte ich immer auf Bushaltestellen. Und wenn ich an der Bushaltestelle vorbeifahre, dann weiß ich, es geht noch weiter, weil der Bus kommt auch durch. Also so, und am Ende sind wir nicht größer als ein Linienbus oder sowas. Von dem her, das ist immer, ja, man hat so ein bisschen anderen Blick dann auf die Umgebung, wenn man mit dem Bus fährt. Also ich muss sagen, so erste Reihe, man hat hier super Ausblick. Und es ist immer so verrückt, wenn ich so zurückgucke, da sind keine anderen Fahrgäste. Da ist einfach unsere Wohnung, die da irgendwie mitgefahren wird und unser Bett ist so weit hinten. Also es ist, ja, irgendwie gewöhnt man sich nicht an den Anblick, finde ich, wie lang das tatsächlich ist. Und ich die Einzige bin, die gerade hier mit dir sitzt, ja. Was auf jeden Fall auch noch mal ansteht, ist eine längere Reise am Stück, auch mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht auch mal über doch ein paar mehr Wochen oder Monate. Ob wir uns jetzt wirklich vorstellen können, hier drin zu leben und die Wohnung auch aufzugeben, da sind wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz im Klaren darüber. Aber ich würde sagen, es ist nicht komplett ausgeschlossen.